Okay, let's go. Was wollten wir jetzt tun? Ich glaube, wir gehen jetzt einmal rüber, ne, auf die andere Seite. Ja, ich glaube, das werden wir tun. Die Spirituose, da wollte ich noch mal schauen. Kann man damit irgendwas tun? Nee, kann man nicht. Ich habe immer noch Flaschen abzugeben. Hey. Einmal kurz den Pfand loswerden. The tear machine stands in the corner. Your bottles clunk into the machine, and the money appears with a satisfying. War jetzt auch nicht so viel, ne? Ich weiß auch noch gar nicht, was wir mit dem Geld machen. Müssen wir jetzt kein Zimmer mehr bezahlen, eigentlich? Nee, ich glaube, ich mache mal keine Schnellreise. Weil dann können wir auf dem Weg noch, da müsste eigentlich noch eine Falle sein auf dem Weg, wenn ich mich recht erinnere. Die können wir dann abchecken. Ah. A familiar apparatus lies among the reeds. Another one of Morel's traps, weighed down by stones to keep it in place. Ich sehe mich um. The reeds bend forlornly toward the sand. You see slabs of concrete north. In the east, the city center hums to you. The constant, distant song, louder on this part of the coast, nearer somehow. And there's that cold again. Always the cold. Ich greife nach der Falle. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Der Lieutenant notiert etwas eher aus Gewohnheit als aus Pflichtbewusstsein. Ich sage nichts und stelle nur die Falle wieder ab. Neither does the lieutenant. He just raises his collar. It's cold out, as always. Wo sind die anderen Fallen? Ach so, bei ihm im Lager und bei den Bootshütten westlich des Feldgebäudes. Ich weiß nicht, was das Feldgebäude ist. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo wir jetzt hier irgendwo hinkommen. Bootshütten. Ist das dann hier irgendwo? Fällt mir ein, wir hatten ja von, ich habe ihren Namen vergessen, Lilien, einen Säbel bekommen. Lege ihn an, um dich selbst zu beeindrucken. Klar. Wir haben auf jeden Fall seine Jacke. Tequila Sunset. Ich habe deine Jacke gefunden. Ah, tequila. I knew you'd come through. That's fucking great, man. Ich gebe ihm die Jacke. Let me see. What? This isn't my jacket. My jacket was beautiful. This is fucking filthy. What am I supposed to do with this? Tut mir leid, so habe ich sie gefunden. I'm not taking a disgusting pile of hobo rags. I may be in an irrecoverably decaying orbit, but I've still got standards. Es ist doch nicht meine Schuld, wenn du deine Jacke da rumliegen lässt. Either bring it back the way it was before, or find a dumpster to burn it in. Er gibt sie dir.
You know, despite the guano, it looks like the jacket itself is stain resistant. It may just need a good scrubbing. Okay, die Geschichte über seinen Namen will ich nicht nochmal hören. Also, was soll ich jetzt damit machen? Waschen. Wie? Wo? Waschfrau vielleicht. Geht doch ein Super. Dürfte ich die mal benutzen? Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Ich habe die Jacke gefunden, die ich gesucht hatte, aber sie ist ziemlich verdreckt. Könnten Sie sie für mich waschen? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? Ja, ja. Hell yeah. No, we must run around ceaselessly. It would be torture to stay put. I could use a breather before another rainy day begins. Alles klar, Kim. Ja, ich werde warten. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Sehr gut. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you take better care of it than its last owner. Ich gebe sie ihm zurück. Vielen Dank. Das war sehr nett. Ach, das ist die Jacke. Er sieht jetzt schon viel besser aus. Bitte schön, der Herr. Frisch gewaschen für Sie. Sunset. Okay, hier ist deine Jacke. Frisch gewaschen. My jacket? Ja, die, von der ich die Möwenscheiße entfernen musste. A look of consternation crosses the man's face. He looks at you, then at his bottle, then back at you. Hat er wohl wieder vergessen. What the fuck are you talking about, Tequila? Was zur Hölle erzählst du da? Rosemary, what the fuck is Tequila talking about? Aye, that's the jacket you stole 2 weeks ago. From the kid who was making it with his gal on the beach. That's disgusting. I've never done anything like that in my life. You're both delusional. Alter. Found. That's medium concept stuff. I'm calling it. It's neurological. Wegen dieser Jacke habe ich echt düsteren Scheiß durchgemacht. Nimm die verdammte Jacke. You know what? Fine. Ja. Maybe I can pawn it for some booze. Ist mir egal, was du jetzt damit machst. Nimm sie einfach. Aye, good thinking. Schau. Hauptsache, ich habe die Aufgabe erledigt. Sehr schön. Wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen. Das geht hier gerade echt Schlag auf Schlag. Können wir das auch noch erforschen eigentlich? Ich erwarte mir zwar nicht so viel davon, aber wir können es nicht wissen, bevor wir es nicht ausprobiert haben. Don't call Abigail. Okay, wo ist... Ist jetzt hier eine Falle? Ich bin mir nicht sicher. Wo wären denn sonst Bootshütten? Hier irgendwie... Ich meine, sind das nicht die... Sind die Fischerhütten nicht die Bootshütten? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir gleich diese Falle die ganze Zeit suchen.
Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Dann zeigen wir Kim mal die Leiche. Ging das hier lang? Ja. Und wir müssen auch noch hier irgendwo eine Stelle finden, von wo aus jemand geschossen haben könnte. Hier vielleicht? Nee, von hier aus stürzt man tief in den Tod. Mindestens 20 Meter. Ja, das... Lieber nicht. Mach mal nicht. So. A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Da, Kim, den habe ich gefunden. Hold on. Der Lieutenant beugt sich über den Toten und begutachtet sein Gesicht. Ein paar glasige Augen starren ihn an. Jegliches Leben ist aus ihnen gewichen. Looks like he's been dead for a while. I'm surprised no one found him before you came along. Er erhebt sich und erschaudert, als eine Böe durch seine Fliegerjacke weht. Wer ist dieser Mann? Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. Er blickt nach Süden, dorthin, von wo ihr hergekommen seid. But that's just a lazy assumption. What do you think? Wir wissen, wer das ist. Das ist der vermisste Ehemann der Arbeiterin, tot auf der Promenade. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Der Büchereiausweis, er sollte ein Buch zurückbringen. I can't see a book. So he took the book to the library, then came back and thought, I'll have one. Möglich. Just one drink. I have my cool jacket on. I took the book to the library. I've earned it. Ja, The view from the lookout is beautiful. Damn it. He's definitely someone's husband. der Lieutenant zeigt auf den Goldring an der linken Hand des Mannes. Das ihn umgebende Fleisch ist angeschwollen und blass. Was glauben Sie, ist hier passiert? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Also mit dem Lynchmord hat das mit Sicherheit nichts zu tun. Könnte das etwas mit dem Lynchmord zu tun haben? No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case as a simple, albeit sad, accident, unrelated to the murder case. Yes, but what if there's a killer on the loose? 2 suspicious deaths in such a short time frame. Stimmt schon, es mit dem Lynchmord in Verbindung zu bringen, ist weit hergeholt. Without any further evidence, yes. Denken Sie, er war betrunken? Oh, yes. Was ist mit Alkoholvergiftung und Leberversagen? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. Ich bin auch echt dumm, ne? Was ist mit dem Kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the box. Könnte ich jetzt auch irgendwie essen? Jemand sollte für diese kaputte Promenade haftbar gemacht werden. Die ist gefährlich. They'll seal this place off after the news reaches the coalition officials. I doubt that they have enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the city council's hands clean. Da stimme ich dir zu. Stimmt. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Was sollen wir mit ihm machen? From where I stand, I can see 2 options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Moment mal, keine Leichenschau? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. I'd say we should just write down head trauma in the autopsy report and leave it at that. It would save us at least 2 hours of unnecessary work.
Sie haben recht, ich kann hier nichts Kriminelles erkennen. Belassen wir es dabei. Good call. The guys at processing can take care of the rest. Ich weiß eigentlich echt nicht, ob wir Zeit dafür haben, aber wir wissen ja eigentlich schon, wer es ist. Ich will nur nicht, dass Kim den dann wieder wegbringen muss oder so. Das will ich nicht so wirklich. Folgenden Spuren, um die Leiche so selbst zu identifizieren. Ja, das können wir ja machen, oder? Wir haben ihn gefunden, wir sollten es zu Ende bringen. Alright. We should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Okay. Den Ausweis. Da. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Werfe einen Blick hinein. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Ich sehe mir die Rückseite an. If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours, 900 to 1800. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. Okay. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Alles klar, dann bis später, ne? Versuche die Stelle zu finden, ja, die ich dann untersuchen kann bezüglich der Schüsse. Deshalb gehe ich gerade so langsam. Das müsste ja auf der Promenade sein. Oh, guten Tag. Was sind die denn jetzt?